Herzlich willkommen zu dem Format Spread the Health, in welchem ich 3 Fragen zu einem bestimmten Thema beantworte. Das heutige Thema ist Proteinpulver. Du wirst erfahren, ob man Proteinpulver einnehmen muss, um Muskulatur aufzubauen und Fett abzubauen, welches Proteinpulver am besten ist und wann du Proteinpulver am besten einnehmen solltest. Muss man Proteinpulver einnehmen, um Muskulatur aufzubauen oder um Fett abzunehmen? Kommen wir erstmal zu dem allgemeinen Nutzen von Proteinpulver. Und der ist, dass Proteinpulver, vor allem ein sogenanntes Whey-Protein, eine hohe Bioverfügbarkeit aufweist und der Eiweißbedarf relativ leicht mit der Einnahme von einem Proteinpulver gedeckt werden kann. Ein weiterer Vorteil ist, dass Proteinpulver zu einem guten Geschmack beiträgt. Beispielsweise kannst du es in verschiedene Arten und Weisen einsetzen, wie in deinem Joghurt integrieren, in deinem Quark, Haferflocken, Smoothies oder auch zum Backen verwenden. Ob du Sportler bist oder nicht und du deinen Proteinbedarf durch andere Quellen nicht so leicht decken kannst, macht es Sinn, zusätzlich Proteinpulver einzunehmen. Es ist aber kein Muss, um Erfolge zu erzielen. Maßgebend ist eine adäquate Kalorienbilanz und Proteinzufuhr per se. Deinen Bedarf kannst du auch durch andere Quellen wie Fisch, Fleisch, Milchprodukte, Eier oder Hülsenfrüchte und Sojaprodukte decken. Welches Proteinpulver ist denn jetzt am besten? Es gibt inzwischen verschiedene Proteinarten, wie ein Whey-Protein, ein Casein, Mehrkomponentenprotein, ein Isolat, vegane Proteinpulver und bestimmt noch viele andere. Wie eben bereits erwähnt, zeigt ein Whey-Protein die beste Bioverfügbarkeit. Whey-Protein ist die englische Bezeichnung für Molkeneiweiß, denn es wird aus der Molke, also das, was bei der Käseherstellung gerinnt, extrahiert und getrocknet. Einem Whey-Isolat wird eine noch schnellere Aufnahme zugesprochen, wobei ich kaum glaube, dass es einen signifikanten Unterschied machen wird. Meistens ist ein Isolat sogar teurer und meiner Meinung nach ist es das Geld nicht wert, es aus diesem Grund zu kaufen. Jemand, der aber ein Problem mit Laktose hat und nicht so viel Laktose verträgt, kann mit einem Isolat wiederum sehr gut zurechtkommen. Und wenn das auch nicht gut geht, kann man ein veganes Proteinpulver nutzen. Und um auch auf pflanzliche Art und Weise eine hohe Bioverfügbarkeit zu erzielen, empfehle ich ein Erbsenproteinpulver oder einen Mix aus Erbsenproteinpulver und anderen Sorten, wie zum Beispiel einem Reisprotein. Diese haben ein vergleichbares Aminosäureprofil zu einem Whey-Proteinpulver und enthalten mehr von der Aminosäure Leucin. Und dieses kommt häufig bei Veganern zu kurz, was aber eine wichtige Rolle bei dem Muskelaufbau spielt. Heutzutage unterscheidet sich die Qualität nicht gravierend zwischen den Produkten. Deshalb kann ich dir jetzt keinen Hersteller nennen, der viel besser ist als ein anderer. Wichtig ist, dass es dir schmeckt und dass es deine gewünschte Konsistenz erzeugt, wenn du es beispielsweise als Shake trinkst oder in deine Haferflocken integrierst. Außerdem sollte es gut verdaulich für dich sein. Denn fast alle Proteinpulver enthalten Süßstoffe in irgendeiner Form, die nicht jeder gut vertragen kann. Es kommt da auch immer natürlich auf die totale Menge des Süßstoffkonsums an und der Art des Süßstoffs. Kommen wir zu der letzten Frage: Wann sollte man optimalerweise sein Proteinpulver einnehmen? Du kannst das Proteinpulver einnehmen, wann immer du möchtest. Es gibt keine Zeit, die besser oder schlechter ist. Das Einzige, was ich dir generell empfehle, was das Proteintiming angeht, ist dein Protein gleichmäßig auf deine Mahlzeiten am Tag zu verteilen, um die Muskelproteinsynthese zu unterstützen. Es gibt die Hypothese außerdem, dass Casein langsamer vom Körper verstoffwechselt wird und somit besser abends eingenommen werden sollte, um in der Nacht auch als Muskelschutz zu wirken. Studien zeigen jedoch, dass da kein signifikanter Unterschied zu sehen ist, wenn es um die Einnahme von Casein gegenüber einem Whey-Protein geht. Allerdings kann man Casein sehr gut zum Backen einsetzen, da es eine fluffige Konsistenz erzeugt. Hast du noch weitere Fragen zu dem Thema Proteinpulver oder hast du eins, welches du sehr gerne nutzt? Dann schreib es gerne in die Kommentare und lasse mich außerdem wissen, über welches Thema du das nächste Spread the Health Video sehen möchtest und schenke diesem Video ein Like, wenn es dir geholfen hat.